Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. Miss? There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Folgendes. Ich überlege noch mal einen ganz klitzekleinen Moment und gehe kurz wohin. Und ihr überlegt auch kurz. Ich habe echt keine Ahnung, was wir nehmen wollen. Aber ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Hallo. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir machen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich schlichtweg. Ich meine, er ist die Pandemie, also er ist der Grund oder für die Epidemie. Durch ihn sind Leute gestorben im Prinzip, durch die Verkettung der ganzen Skals, die er hat nobel, also ich habe seine Ideen waren schon das war schon er hat einen noblen Hintergedanken, dass er die spanische Grippe ja halt dadurch aufhalten wollte. Er hat uns Unterschlupf gewährt und uns ein Versteck gewährt. Aber sterben lassen, ja, es für ihn verwandeln. Was du gehört hast. Wir haben also nur die Option, ihn sterben lassen. Oder ihn zu verwandeln. Ja, wie gesagt, entweder sterben lassen oder verwandeln. Ich würde ihn auch nicht verwandeln wollen. Ich tendiere halt dahin. Yes, Edgar, you're about to die. I won't say it's fair, but I can't say you don't deserve it. Your words hurt deeply, Jonathan. But they come from a friend. I helped you, remember? Yes, I remember. The second I saw you in that bar, I knew we would accomplish great things, you and I. I thought you were a vampire, till you brandished that cross. You looked so lost when you opened that door. For a few seconds I thought you were there to kill me. I think we were both afraid. And now, I feel true fear. Is there an afterlife? What will become of me when I'm dead, Dr. Reid? I really cannot say, Dr. Swansea. In the end, life betrays us all. Patient 0. Hinweis fehlgeschlagen. Kapitel 6, das Gegenmittel. Alter Liebesbrief. London, 12. Mai 1912. Meine allerliebste Freundin. Alles für unsere Reise nach Frankreich ist vorbereitet. Wir reisen am 17. Dezember in Dover ab und verbringen dann den ganzen Sommer in Paris. Ich kann es kaum erwarten, all die delikaten Gaumenfreuden zu kosten, die diese wundervolle Stadt zu bieten hat. Vor allem gemeinsam mit dir Musik
Essen, Theater, Architektur, Parfüme, Mode. Und du. Es wird ganz verzückend. Ich habe bereits einige gut befreundeten Künstlern geschrieben, die ebenso begeistert sind wie ich. Wie ich sein werde, dich auf der Bühne französischem Theater zu sehen. Edmund Roset sollte da sein. Ich weiß, dass du seine Arbeit sehr schätzt. Und ich zähle darauf, dass er uns der großartigen Sarah Bernhardt vorstellt. Das wäre der größte Erfolg dieser Reise. Ich kann jetzt kaum erwarten, dich wieder meinen Abend zu haben. Meine süßeste Versuchung, erneut vom Quell deiner göttlichen Gabe zu trinken. Denn dir befallener Kalu. Aber ein Liebhaber. Okay. So, wir sollen mit unserer guten Freundin sprechen, wie es aussieht. Ja, das war der Weg hier. Voll die Sonne im Gesicht. Ich glaube, Edgar zum Vampyr zu machen wäre keine. Also. Nee. I will return later. Ja, what? So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Und am Ende weißt du das. Was machen wir dann? Sprich mit Lady Ashbury. Das machen wir wohl, wa? Also ob sie das vielleicht wissentlich, also ist es ihr bewusster, dass er ihr Blut genommen hat? Oder also dass er es wirklich ohne ihr Wissen genommen hat. Oh, Sonne. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mir noch mal was überlegen demnächst, wie wir das machen über den Sommer. Dann muss ich die Kamera ein bisschen verschieben und dann doch neu abdecken, was wohl das für das sind, dass man das Lagen nicht sieht. Unser Sonnenschein. Unser Ein und Alles. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst,
actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Im Prinzip ist es, er hat jegliche Ethik missachtet und er war töricht. Eigentlich beides. Verbrecher würde ich nicht unbedingt sagen, weil seine waren ja schon er hatte ja einen noblen Hintergrund gehabt, das ist ein bisschen schief gegangen. Ich hoffe, die sagen einfach mal Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait, no! Elizabeth! das Gegenmittel. Wir machen erst das Rennen. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need.
Das hat alles, ja. So, gehen wir so richtig? Kommen wir hier lang? Ja. This one's mine! Mine! I'll take it. Burn it, boys! Oh, wo bist du denn? Schnorchelputz. Ja. Lass mal gucken, ob wir hier noch mal irgendwo... einen Schlafplatz für uns finden, wo wir... See them fancy clothes? This one's top! He's dead! Ja, Burner. Voller Leidenschaft, burn ich. Oh, sollen wir mal zu Lord Redgrave? Ja. Der wird ja begeistert sein, wenn wir wieder auftauchen. Ich laufe gerade voll den Umweg, ne? Dahin. Die nächste Kreuzung rechts. Wir sind jetzt in das Krankenhaus zurück. Da. Thanos. Warte. Dead inside. Ich glaube, eigentlich müsste das da rein. Nein? Schon. Ich dachte, das wäre so ein schönes, verbindlicher Hinweis. Rechts. Immer. Und warum hat die gute Elizabeth? Oh nein. Ja, ich meine, sie hat ja sehr verstört reagiert, ne? Auf dass es ihr Blut war. Was? Hello, Harry. Do you remember me? Who are these beasts? Are they contagious?
Were they planning to eat me? They're gone. Whatever they were. You had better find a safe place while you can. I have no safe place, Doctor. My father is gone. He left me all alone in this desolate world. I wish I was dead. No, 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 no. Your father loved you, Harry. Whatever happened, I'm sure he never intended to leave you alone. He never listened to me. I told him to find a real job and stop bullying people. He was a thug, and now he's gone. I'll be better off dead too. Maybe you felt smothered, but your desire to die at this moment may prove that you loved him, that you cannot bear his loss. How dare you? Enough! Drop that gun, now. Very well. Keep it then. It was my father's gun. He never used it. Go back to Whitechapel, young man. There is nothing for you here. Das hieß so, dass das hier ein Unterschlupf für uns sei. Go back home. What is my place then? Aber man hat gar nicht mal eine Waffe angeguckt. Nee. Da, Inventar. Stufe 2. Magazin 8, Schock 7. Mal gucken, wie weit wir die hochleveln können. Reinigt. Gegenmittel. Ein nach dem Rezept für die Tränen der Engel hergestelltes Serum. Knoblauch wurde durch Insulin substituiert. Besser vor der Infektion des Desasters schützt. Doch. Ach, nicht wollte ich gar nicht. Vernichte Harry Jones, die Quelle der Skull-Epidemie. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen. Aha, oh. Ach, mal hier sind die Bürgermissionen.
Das können wir auch nochmal machen. Die Bürgermission. Oh, oh, oh. Ja, gut. Dann bevor wir, glaube ich, jetzt... Wir befinden uns ja gerade im Krankenhaus. Wenn der heraus wird, Helmer ausspioniert. Lass so mal sowas machen. Ich glaube, wir sollten wieder rein wahrscheinlich, ne? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Beziehungsweise, das machen wir eigentlich. Lass uns das mal nächste Woche machen. Ja, nee, nächste Woche. Machen wir nächste Woche mal, also ein paar nochmal die Bürgermission auf jeden Fall und ignorieren erstmal die Hauptquest ein bisschen, um sich um anderen Kram zu kümmern. Bis jetzt ist gesehen, dass man hier ja die Bürgermissionen hat. Ja, ne? Dann machen wir das erstmal in Ruhe und dann gucken wir mal. Sind das bestimmt noch so 2 Streams mindestens? Würde ich fast vermuten. So. Dann sage ich schon mal Tschüss YouTube. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß von meinem Herumirren.